Großartig. Ja, schönen guten Abend, mein Name ist Hauke Schmidt, ich bin Tischlermeister. Das heißt, ich gestalte und ich baue Möbel. Und ich bin der Auffassung, Gestaltung ist eine sehr wichtige Angelegenheit, weil Gestaltung das ist, was die Dinge entweder schön macht oder hässlich, gut oder schlecht und brauchbar oder unbrauchbar, und deswegen halte ich das für sehr wesentlich. Weiterhin halte ich für sehr wesentlich, dass gute Gestaltung alles andere als eine Geschmackssache ist. Ich glaube, für gute Gestaltung gibt es immer einen guten Grund und dafür gibt es auch Regeln, Maße, Proportionen, die man anwenden kann, meiner Meinung nach anwenden sollte. Und eine davon ist der goldene Schnitt, über den rede ich heute. Was es für Möglichkeiten gibt für Regeln oder wo die herkommen könnten, da haben sich in den letzten, sagen wir mal, 5000 Jahren viele Leute schon Gedanken zugemacht. Diese hier gefallen mir besonders. Können die da hinten noch lesen? Ja. Also das Schöne ist eine Manifestation der Naturgesetze, und eines dieser Naturgesetze ist der goldene Schnitt. Der goldene Schnitt ist zunächst mal nichts weiter als die Teilung einer großen Strecke, die habe ich hier C genannt. Ne? Und in diesem Punkt kann ich diese Strecke so teilen, dass die beiden Abschnitte A und B zueinander zahlenmäßig das gleiche Verhältnis haben wie die große Strecke zu A. Soweit klar? Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr nachher noch machen. Also, wenn man jetzt über A ein Quadrat errichtet und das zu einem Rechteck ergänzt, dann bekommt man, hier haben Sie schon ein goldenes Rechteck, das heißt, es sind sogar zwei goldene Rechtecke, nämlich das große ist 1 und das kleine daneben ist auch nochmal 1. Das kann man immer weitermachen, diese Quadrate ergänzen, kann man immer weitermachen. Und was dann passiert, wenn man in die Quadrate Viertelkreise reinzeichnet, ist, man bekommt eine goldene Spirale. Sehr schöne Sache. Ja, jetzt hätte ich fast noch Zeit, das mit dem goldenen Schnitt nochmal zu sagen, egal. Also das hier kann man natürlich auch in Zahlen ausdrücken. Diese Zahl da oben, 1,618, geht in Wahrheit noch sehr, sehr viel weiter. Das ist ein unendlicher, nicht periodischer Bruch, eine irrationale Zahl, und die Griechen haben diese Zahl Phi genannt, das ist die goldene Zahl. Bei den Griechen ist das übrigens auch, finde ich ziemlich klasse, der Sitz der Seele. Und vor ungefähr 1000 Jahren hat in Pisa ein Mathematiker versucht, die Populationsentwicklung von Kaninchen auszurechnen, hat sich dafür diese Folge ausgedacht, Fibonacci. Die entsteht immer da, also jede Zahl dieser Folge entsteht durch Addition der beiden, die vorhergehen. Also man darf festhalten, mit dem Kaninchen hat er nicht hingekriegt, aber der goldene Schnitt ist der Grenzwert dieser Folge. Ja? Geometrisch, finde ich, gefällt mir das besonders gut, weil es sozusagen die Schnittstelle von den drei geometrischen Grundformen ist, also ein Quadrat, ein Dreieckreihen, ein Kreisreihen, und man kriegt einen goldenen Schnitt. Das Pentagramm, was ihr eben noch gesehen habt, das ist ja so mystisch aufgeladen und windet geradezu von goldenen Schnitten. Und dann, selbstverständlich, gibt es das in der Natur. Die zu Brot, das ist eine Seezunge. Und ja, da gibt es bei Fischen, Tieren und selbstverständlich auch bei Menschen. Das hier sind Originalzeichnungen von Leonardo da Vinci links und Albrecht Dürer rechts. Ja, die haben das, also wahrscheinlich ihrer persönlichen Neigung und Eitelkeit folgend, hat der eine das in der allgemeinen Anatomie gefunden und der andere in seinem eigenen Gesicht. Geklappt hat es beide Male. In dem Blütenstand eines Gänseblümchens befindet sich diese goldene Schnittspirale in sehr, sehr, sehr kleinen. Übrigens habe ich jetzt erst erfahren, ein anderer Name für Gänseblümchen ist Tausendschön. Also ist das nicht schön? Das ist doch eigentlich wirklich, ich finde das klasse. Das habt ihr sofort erkannt, das ist die Milchstraße. Also in den Spiralnebeln der Galaxien finden sich diese goldene Schnittspirale tatsächlich auch wieder. Also ganz groß, ganz klein, Mensch, Tier, Pflanze, hängt irgendwie alles zusammen. Da war es natürlich klar, dass irgendwann Menschen angefangen haben, nach diesen Proportionen auch zu bauen. Klappt auch prima. Man kann daraus Königsgräber an den Nil stellen oder eine Kirche an den Hauptbahnhof. Und das klappt sehr gut. Ich persönlich finde es übrigens charmant, dass der Dom die gleichen Proportionen hat wie ein Drutenfuß, aber das nur am Rande. Und man kann damit natürlich auch, deswegen bin ich ja hier, Möbel entwerfen. Ich liebe diesen Stuhl. Ich liebe den Stuhl deshalb, weil er nicht weiter hat als eine wunderschön geschwungene Linie
und 2 wohlproportionierte Rechtecke. Ich finde, ja, so muss das sein. Schriftsetzer können, wenn sie mögen, damit Bücher entwerfen, indem sie den Blattspiegel dann nach den goldenen Schnittproportionen auf der Seite anordnen, und die Schweizer entwerfen damit Geld. Naja, was sonst? Also das ist übrigens eine Hommage, das, was ihr hier seht, ist eine Hommage an Le Corbusier, der den Modulor genannt hat. Und als ein iPod noch ein cooles Gerät war, da war er auch cool gestaltet. Das ist, ja, Gestaltung ist eben das, was wirkt. Sonst könnte man ja auch irgendeinen so No-Name-MP3-Player kaufen und da hat es eben gut funktioniert. Tatsächlich kann man damit aber nicht nur Musik hören mit dem goldenen Schnitt, sondern auch Musik machen. Denn eine Oktave ist der Abstand von 2 Tönen, von denen der eine doppelt so hoch klingt wie der andere. Dazwischen liegen 13 Halbtonschritte, auf dem Klavier 8 weiße und 5 schwarze Tasten und die 5 schwarzen Tasten in Gruppen von 3 und 2. 2, 3, 5, 8, 13, Fibonacci-Folge. Ja, das war eine der Regeln, die es für Gestaltung gibt, der goldene Schnitt. Was Regeln angeht, bin ich mit dem Dalai Lama einer Meinung. Ich finde, man sollte die kennen, idealerweise jeder. Und wenn man die gekannt und begriffen hat, dann kann man sie auch lustvoll brechen. Dann klappt das auch gut. Aber eben erst dann. Ja. Also ich hoffe, das hat euch gefallen und vielleicht denkt ihr nochmal an den goldenen Schnitt, wenn ihr das nächste Mal an einem Geldautomaten Geld zieht. Denn was ihr da in den Händen haltet, um das Geld zu bekommen, ist ein goldenes Rechteck, das übrigens ganz unabhängig vom Kontostand ist. Vielen Dank.